Weil ich ja nicht den ersten Tag im Internet bin, kenne ich das ja schon. Mir werden gerne die Wörter im Mund umgedreht und Sachen reingedichtet, die ich gar nicht sage oder gemeint habe. Deswegen sage ich es hier vorweg klipp und klar, ich habe nichts gegen Ausländer. Jedenfalls nichts Wirksames. So, und das war Sarkasmus, das war ein Witz. Das war ein Spaß. Also bleibt cool. Ich habe trotzdem nichts gegen Ausländer, denn wenn ich in die Nachbarländer fahre zum Anliefern, dann bin ich der Ausländer. Also immer cool bleiben und viel Spaß beim Video. In diesem Video erzähle ich nur, hier gibt es nichts zu lachen. Guck dir das Elend an, bis hierhin sind sie gekommen. Sowas Bescheuertes habe ich noch nicht gesehen. Sowas Bescheuertes habe ich echt noch nicht gesehen. Da muss ich mir mal gerade selber ins Wort fallen. Da seht ihr den Anhänger, die Lafette und links dieser orange LKW, der gehört zu der Firma, aber nicht zu dem Anhänger. Und dieser orange LKW, der hilft jetzt, diesen Anhänger da wegzuholen, weil die zwei Menschen versucht haben, den per Hand da wegzurangieren. So, damit ihr jetzt das schon mal besser im Kopf habt. Jetzt geht's weiter. Das sind Profis, die sprechen kein Fatzen Deutsch. Kein Fatzen Deutsch sprechen die. Mit zwei Mann. Der eine doof und der andere noch döver. Und die versuchen da, erstmal kommen sie auf den Hof und haben nur den Anhänger, nur die Maschine mit Ware. Auf dem Anhänger ist nichts drauf, haben wir ja gerade stehen sehen, das Ding. Dann stellen die das Ding hin. Das ist ein riesengroßer Hof bei der Firma. Da ist so viel Platz. Die kommen auf den Hof, halten an und parken die PKW zu. Die natürlich abends um 18 Uhr dann auch irgendwann mal nach Hause wollen, weil das ja meist die Büroleute sind, die vorne auch beim Büro parken. Ne? Das siehst du überall. Ich dachte schon, Gott, oh Gott, jetzt stellen sie da ihr Auto hin, eben ist schon eine Tante weggefahren. Jetzt stellen sie da ihren Anhänger hin, eben ist schon eine Tante weggefahren. Und gleich fährt mit Sicherheit noch die nächste Tante weg aus dem Büro. Und genau so war es auch. Dann kamen sie an und dann, das ist aber schnell. Und dann fragte sie, kam ich gerade in dem Moment wieder raus aus dem Lager, weil ich fertig war. Und dann fragte sie mich, gehören Sie auch zu Hermes? Ich sage, ja. Und hab dann gesehen, was machen die denn da, habe ich dann gesehen. Ne? Dann hatten sie die Bremse gelöst von dem Anhänger. Den kann man zwar zu zweit ganz gut rangieren, aber auf der geraden Fläche und nicht an so einem Hang, wie es eben da der Fall war und schon gar nicht auf Schnee. Die haben das Ding ein bisschen zurückgerollt und die Frau, was machen die denn da? Was machen die denn jetzt da? Das darf man doch keinem erzählen. Da mache ich jetzt ein Foto von. Da mache ich jetzt ein Foto von. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Dann schieben die das Ding, lassen die das Ding den Berg runterrollen. Mit Bremse, Bremse ziehen, Bremse nicht. Und der eine hat vorne gelenkt an der Deichsel. Das haut natürlich auch nicht hin. Schon gar nicht bei Schnee. Weil an den nächsten Schneeklumpen, da ist der mit einer Seite hängen geblieben, das Rad. Und die Deichsel schlägt volle Pulle rum und rammt das dem Typen voll in die Seite. Und weil die hältst du nicht fest. Also da du brauchst ja keine, wenn du Rambo bist vielleicht oder der Hulk, dann kriegst du das hin. Aber alleine hältst du diese Zuggabel nicht fest, wenn die plötzlich irgendwo hängen bleibt. Auch in der Gosse oder so, da bleibt die schlägt so rum, das Ding verdreht sich und hätte um ein Haar, wirklich, da fehlten noch 5 cm oder 10, dann hätten sie noch das Tor eingerissen da, hätten sie das Tor noch beschädigt. Kaputt gekriegt hätten sie es wahrscheinlich nicht, wer weiß wie doll, aber oh Leute, das sind Profis, das sind so eine Profis. Standen ja mit der Maschine schon an der Rampe. Wenn ich sowas sehe, da kriege ich Pipi in den Augen. Ach, das ist so ein verdammtes Elend, ey. Ich habe ja nichts gegen Anfänger, ne, aber alleine vorgestern auch, kommt da einer an, kriegt da nicht mal den Anhänger abgehängt. 2 Tage trainiert, 2 Tage geübt und dann war er den zweiten Tag am Fahren. Und so wirst du losgeschickt mit einem Drehschädelgerät. Unverantwortlich, echt. Du fährst doch alles zu Klump. Oh, das müsste verboten werden, sowas. Führerschein heißt nicht, dass man LKW fahren kann. Also ganz im Ernst, schon gar nicht rangieren. Ja, der hatte eine Viertelstunde, gehe ich von aus, ich habe es nicht richtig mitgekriegt. Ich habe den da zwar stehen sehen, aber ich wusste nicht, was er macht. Ich habe nämlich meinen eigenen Kram gemacht, ich habe da nicht hingeguckt. Und dann hat er mit Sicherheit die Viertelstunde, die er da gestanden hat an der Rampe, ich habe ja auch gedacht, er müsste nur mit dem Anhänger ran, versucht, diesen Anhänger abzuhängen. Ich habe nämlich gesehen, ab und zu, wenn ich hingeguckt habe, er lief da rum und ich weiß aber nicht warum, der Motor war aus. Da habe ich mir auch keine Gedanken gemacht. Ich mache mir doch nicht immer um alle möglichen Leute Gedanken. Ja, und bis dann irgendwann ankam. Kollege, ja, er wusste nicht mal, kannst du mir mal helfen zu sagen. Ja, nicht mal das kriegt er hin.
Und dann zeigt er hier so die Fäuste gegeneinander und machte sie auseinander, so nach dem Motto abhängen. Ne? Also Anhänger abhängen. Oh Leute. Und dann bin ich da hingegangen, zuck, habe ich ja gleich mal gesehen, das Ding steht total scheiße. Ich sage, hier, pump mal den Arsch von der Maschine hoch. Ja, da hat das Heck ein bisschen hochgepumpt, das hat er sofort verstanden. 10 cm oder was. Dann stand wenigstens das alles schon mal hinten gerade. Und dann habe ich es versucht, dann ging es immer noch nicht los. Und dann habe ich kurz die Anhängerbremse gelöst, dass er sich so ein bisschen entspannte und nicht so, nicht so gespannt da rumsteht da. Hat er sich ein bisschen bewegt, der Anhänger, 2 cm nach hinten gerollt oder ein. Habe ich die Bremse wieder angezogen und dann habe ich das Fangball aufgemacht, ne? Ganz einfach. Er machte anscheinend da eine Viertelstunde rum und kriegt es nicht hin. Und dann komme ich daher und mache das Ding in den 10 Sekunden klar, ne? Oder 20. Ach, ist das ein Elend. Die parken, die kommen auf den Hof geschossen, die parken irgendwo, die stellen sich mitten auf den Hof, quer vor die Rampen. Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Ich verstehe sowas nicht. Das sind selber LKW-Fahrer, sollte man meinen. Die kommen auf den Hof, stellen sich irgendwie dahin. Sowas Bescheuertes. Parken die Rampen zu, man selber kommt nicht mehr an eine Rampe ran, an eine Rampe rangeeiert, weil man da, weil sie einem dann im Wege stehen und man hupen muss. Lüd, fahr an die Seite. Oh, das sind Strategen. Das sind jetzt nicht immer dieselben, von denen ich rede. Das sind völlig verschiedene Menschen. Mit 2 Mann unterwegs. Ne? Und sprechen kein Fatzen Deutsch. Arbeiten aber in deutschen Speditionen. Ich habe ja nichts dagegen, dass es Ausländer sind. Aber mein Gott, dann müssen sie doch auch was können, oder wie? Oh. Aber das Problem ist, in Deutschland als LKW-Fahrer verdienst du nichts. Du verdienst ja nichts mehr. Ich habe es ja irgendwo in dem Video gerade erst gehabt, dass anscheinend ein Pförtner mehr verdient oder fast so viel verdient oder mehr verdient als ich. Und der ist jeden Tag zu Hause. Und der sitzt auch den ganzen Tag in Anführungszeichen nur rum. Jetzt bloß keine Pförtner in die Kommentare schreiben, ich muss aber auch noch dies und das und jedes machen. Ist in Ordnung. War beispielsweise. Ich sitze hier auch in Anführungszeichen nur rum. Und, wo muss ich denn jetzt hin? Ja, und das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Und deswegen, das will keiner mehr machen. Die ganze Woche bist du auf Achse, musst dich dann auch noch von Leuten anpumpen lassen. Ich meine, bei Hermes geht es wirklich. Dass da diese eine Bude da, bin ich hier richtig? Ich fahre doch schon wieder falsch, weil ich hier mich jetzt aufrege über diese Scheiße. Verfranse ich mich jetzt hier noch, ich will nach Hause. Wo willst du überhaupt lang mit mir? Ich habe nicht mal auf die Schilder geguckt. Naja, ist auch egal, wo ich lang fahre. 2 Kilometer Umweg, fertig. Ja, und. Bin genauso ein Stratege, ne? Groß am Schimpfen, Fresse auf und ja, der lauteste von allen und kann selber nicht fahren, ne? Alles klar. Und, weil es keiner mehr machen will. Die müssen ja die Leute vom Ausland holen. Es wird bestellt im Internet, noch und nöcher. Die Pakete, die stapeln sich. Zu Weihnachten wissen die Postboten und Hermesfahrer nicht, wo oben und unten ist. DPD auch. Ich will jetzt hier nicht schon wieder irgendwelche Namen hören. Alle möglichen Dienstleister, ne? Oh, deswegen fahren doch die ganzen LKW. Wenn ihr doch ein Sofa zu Hause stehen haben wollt, dann muss ein LKW das irgendwo hinbringen. Und wenn ihr was im Kühlschrank haben wollt, dann muss ein LKW das irgendwo hinbringen. Es wird irgendwo abgeholt, vorher muss es schon produziert werden, da kommt das Pulver für den Joghurt, kommt aus, hier hast du nicht gesehen, wird alles zusammengekarrt irgendwo, wo es zu einem Joghurt zusammengemixt wird. Und dann kommt die Scheiße wieder in so ein großes Lager bei Rewe, Aldi und hast du nicht gesehen. Ich will jetzt keine Namen nennen, irgendwelche Buden, völlig wurscht, welcher Lebensmittelbude das ist. Und von da aus, von den großen Zentrallagern, wird es dann nochmal verteilt. Zu den einzelnen Buden, zu dir, an deinen Standort, da wo du um die Ecke immer hinfährst. Wo dein Auto, wo du auch einen LKW brauchst, der das Auto gebracht hat, der auch schon den ganzen Sprit gebracht hat an deine Tankstelle, denn nicht ohne LKW wäre nicht mehr das da. Und. Alles Mögliche. Nur dafür. Da brauchst du so viele LKW für unseren Lebensstil, den wir halt so haben. Und es geht aber auch nicht mehr anders. Aber, ach, Mann. Und deswegen brauchen wir LKW-Fahrer. Es wird aber extrem scheiße bezahlt. Ist einfach so. Und deswegen müssen diese ganzen Strategen aus dem Ausland kommen, damit hier in Deutschland überhaupt gefahren werden kann. So sieht's aus. Will keiner mehr machen. So ist die Welt. Ich schwitze schon. Ich schwitze, weil ich mich hier in Rage rede. So eine Scheiße. Ich glaube, das wird ein extra Video oder was. Sascha räumt auf. Sascha auf LKW-Tour vom Aufräumen.
Oh, meine Fresse. Aber was ist das denn für eine Scheiße? Kannst doch so eine Leute nicht auf der Straße lassen. 2 Tage Ausbildung, ey. Du musst bei so einem Apparat, Sattel kriegst du vielleicht eher auf die Reihe. Aber auch da gibt es noch so viele Tipps und Tricks und hast du nicht gesehen. Da musst du bei einem erfahrenen Fahrer drauf und der muss dir das erklären. Ich möchte nicht wissen, wie viele Anfänger ich in der alten Firma mitgehabt habe. Hier war es ja nur einen, den Patrick, den kennt er ja. Aus Video 10 oder ungefähr, so die Richtung. Also, ich habe in der alten Firma so viele Leute mitgehabt und durchgeschleust, wochenlang. Und das muss auch sein. Das muss auch sein. Da gibt es so viel zu beachten. Vor allem hier, wie gesagt, bei diesem Drehschemelanhänger, wo du erstmal gar nicht so einfach fahren kannst. Schon also vorwärts, ja, das geht. Aber dann gibt es so viele Sachen zu beachten. So viele Sachen. Du kannst so schnell Leute töten, bloß weil du doof bist, weil du es nicht besser weißt. Oh, Leute, ey. Das müsste verboten werden. Müsste verboten werden, echt. Und bloß weil ich denn diese 5 Module da gemacht habe, die man ja jetzt machen muss, hier diese 5 Lehrgänge, Berufskraftfahrer Qualifikationsgesetz. Ja, hui, da setzt du dich da hin und dann machst du dies, du hörst dir stundenlang was an. Das ist doch für einen Arsch. Also für einen Arsch will ich auch nicht sagen. Ich lerne auch jedes Mal wieder was dazu. Aber auch Ladungssicherung da. Ich lerne da vielleicht, wie man einen Gurt, welche Kräfte ich muss ausrechnen können, welche Kräfte so ein Gurt können muss, wie viel Kraft so ein Gurt aushalten muss, damit ich das und das damit niederzurren kann. Also auf der Ladefläche befestigen. Ja, alles schön und gut. Das Problem ist nur, ich mache sowas überhaupt nicht zum Beispiel. Ich fahre hier die Container durch die Gegend. Da fahre ich drunter, das muss ich können. Ich mache die Pilze fester, die Verschraubungen an Vierecken, so, und klappe die Beine ein und mit 2 Verriegelungen pro Bein. So, das ist das, was ich machen muss und können muss. Und wenn ich irgendwann mal so einen scheiß Gurt festmachen muss, dann stehe ich da und weiß ich nicht mal, wie ich diese scheiß Schlaufe da durchziehen kann. Um das überhaupt mal festzukriegen. Ich meine, ich weiß es schon, ich bin jetzt auch ich war ja lange genug, aber da hilft mir dieses scheiß Programm da auch nicht, dieses Dingens. Ach, meine Herren, ey, das ist unglaublich. Ich glaube, also manchmal, die siehst du die Leute, was sie können, das ist Kaffee umrühren und die Fahrerkarte einstecken oben in den Schlitz da von dem Automaten. Das können sie. So eine Traumtänzer, ey, so eine Traumtänzer. Jeder ist mal Anfänger. Jeder fängt mal klein an. Alles in Ordnung. Wir brauchen ja auch Nachwuchs, ist doch alles klar. Aber da muss man so Scheiße nochmal auch ausbilden. Und nicht vor allem erst dann anfangen, wenn schon alles vorbei ist. Wenn ich an meine alte Firma da denke, nicht die LKW, sondern ich will gar keinen Namen nennen, wie das läuft. Aber nur Rentner da in der Bude, nur Rentner. Die sterben doch alle weg, da kommt nichts nach. Da kommt nichts nach. Ich kann. Ja, wenn ich das sage, dann brauche ich da nicht mehr anfangen. Wenn ich da mal wieder hin will. Oh Leute, wenn ich doch möchte, dass die Zukunft gesichert ist, dann muss ich auch rechtzeitig für Nachwuchs sorgen, der sich auskennt. Und nicht dann irgendwelche Trottels da hinsetzen an Steuer, wenn es denn plötzlich soweit ist. Oh, das ist doch keine Firmenpolitik. Das ist doch was gegen eine Wand fahren, ist das doch. Eine Firma gegen eine Wand fahren. Ich kann meine Karriere auch mühelos gegen die Wand fahren. Wenn ich gleich in der nächsten Ortschaft bin, fahre ich einfach mal ein Stück geradeaus, rums. Habe ich meine ganze Karriere gegen die Wand gefahren. Kein Problem. Kriege ich mühelos hin. So verfahren manche mit ihren Firmen. Echt. Leute. Da müsste man eigentlich schon sagen, als Firma, wo man denn hinfährt, so wie da eben zum Beispiel, die müsste sagen, ich meine, säge ich mir meinen eigenen Ast, aber wenn die Bude jetzt sagt, was sind das für Strategen? Wir können doch Hermes bei uns nicht mehr auf den Hof lassen. Was sind das denn für Strategen? Das ist ja lebensgefährlich. Jetzt stehen sie halb mit ihrem Apparat da auf der Straße und wieso parken die überhaupt PKW zu? Wieso denken die nicht so weit? Ein riesengroßer Hof, Die kommen auf den Hof, sofort hingeknallt, 10 Meter hinter der Einfahrt, wusch, PKW-Parkplätze zugeparkt, Autos zugeparkt. Scheißegal, da stellen wir unseren Anhänger hin. Mit 2 Mann. Warum sagt denn der eine nicht, hallo, guck mal, wir können doch hier jetzt nicht die Autos zuparken. Sowas habe ich noch nie gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht in der allergrößten Not. Oder wenn auf dem Auto, das Auto, was daneben steht, da ist die dicke Schneeschicht drauf. Das Auto ist wahrscheinlich schon 5 Tage nicht mehr bewegt worden. Ja, da kannst du es wahrscheinlich drauf machen.
Vielleicht ist das ein Auto von einem Fernfahrer, der erst am Wochenende wiederkommt. Da kannst du vorstellen, dich. Ja, das kannst du machen. Aber, oder wo die Reifen platt sind, da weißt du auch, der fährt nicht weg. Oh, Leute, ich habe schon einen trockenen Hals. Vor lauter Sabbelei hier schon wieder, ey. Das wäre eigentlich ein gutes Extra für meinen Urlaub, oder was? Wo bin ich jetzt überhaupt? Richtung Heimat? Ja. 110 Kilometer, naja, Gott sei Dank. Noch Zeit. So ist hier Tempomat auf 84,5 und jetzt aber schnell nach Hause. In aller Ruhe. In aller Ruhe. Habe ich noch irgendwas zu sagen? Ich könnte noch einen Witz erzählen zur Auflockerung. Geht ein Cowboy zum Friseur, kommt da wieder raus, Pony weg. Habt ihr gelacht? Schön, ich auch. Auf, trinken wir ein. Und dann gibt es zum Beispiel noch Firmen. Das Gelände ist knitterbastenvoll. Da sind schon so viele LKW drauf. Da kannst du dich kaum noch drauf rühren. Dann kommen die nächsten, auch so eine Strategen, und knallen da auch noch auf den Hof, damit gar nichts mehr geht. Statt draußen an der Straße erstmal stehen zu bleiben, man sieht doch, dass nichts mehr geht. Man weiß nicht mehr wohin. Dann kommen die und knallen auf den Hof und nichts geht mehr. Keiner kann sich mehr vor und zurück bewegen. Und dann, meine Fresse, da kann man auf der Straße stehen bleiben, gerade da die 20 Schritte auf den Hof gehen, sich anmelden, um dann gesagt zu kriegen, bleib bloß draußen stehen und warte bis der und der, die sind jeden Moment verschwunden und dann kannst du herkommen und dann fährst du an Rampe so und so. Ja, aber warum denken die nicht so weit? Warum denken die denn nicht so weit? Und das ist ja aber nicht nur ein Problem jetzt bei Hermes, weil ich das jetzt hier bei Hermes alles mitkriege. Das ist überall. Das ist überall so. Das ist nicht nur hier. Es will halt keiner mehr machen, den Scheißjob. Will keiner mehr machen. Ich mache ihn gerne, so ist das nicht. Ich könnte das bis zum Rest meines Lebens machen, klar. Ob ich das will, ob ich das dann irgendwie könnte. Ob ich es will, ist noch eine andere Sache. Weil man hat ja kein Leben mehr. Man lebt hier in so einer kleinen scheiß Telefonzelle und das war's, ne? Wenn die scheiß Standheizung kaputt geht, dann frierst du ja noch den Arsch ab. Oh Gott, oh Gott. Aber wie gesagt, bloß weil ich jetzt schimpfe, heißt es nicht, dass ich unzufrieden bin. Ich bin zufrieden, alles gut. Aber, oh Leute. Kommen wir nochmal zu dem Mann, dem ich abhängen geholfen habe. Und dann frage ich den Typen, wie lange haben sie dich denn losgeschickt? Wie lange übst du schon? Oder was, oder wie? Dann sage ich, trainieren. Ja, trainieren. 2 Tage und 2 Tage fahren. Oh Gott. Das ist unglaublich. Da kann man nichts. Und dann dann sagten die Typen da bei Hermes mir nachts noch, als sie dann sagten, dann hatte er nämlich seinen Anhänger an die falsche Rampe gestellt, das hat er ja nicht mehr hingekriegt. Und dann habe ich gesagt, du komm, lass ihn stehen. Weil er vorher nämlich schon sagte, ja, der hat letzte Nacht hier schon eine halbe Stunde rumrangiert, bis er seinen Anhänger endlich an der Rampe hatte. Ich sag, komm, lass ihn stehen, sag ich. Ich kann auch umrücken oder was, dann mache ich mir die Arbeit. Bevor er jetzt nochmal oder was, ja, wäre klasse. Dann machst du so und so und so und so und dann geht das schon. Ja, alles klar. Dann habe ich mir nämlich die Arbeit gemacht. Ich habe nämlich für ihn mitgearbeitet. Aus reiner Kulanz. Aber letzten Endes war es nur für mich, weil wenn wir ihm jetzt gesagt hätten, hallo, hier, guck mal, dein Anhänger muss nicht an die 2, dein Anhänger muss an die 3, du Trottel in Anführungszeichen, bis der diesen Anhänger darüber geschoben hätte, ne? Hätte ich es erstmal wahrscheinlich selber machen können, wäre wahrscheinlich am schnellsten gewesen. Aber ich wollte ja auch irgendwann mal fertig werden und will ja auch pünktlich irgendwo wegkommen, um dann irgendwann nochmal wieder ins Bett zu kommen. Ach, das ist alles ein Theater, ey. Musste für solche Leute Strategen mitarbeiten. Hier, das Auto da gerade schon wieder. Dann regen sie sich auf, dass die LKW die scheiß Eisplatten oder was nicht vom Dach runter machen. Wie viele PKW fahren mit 20 cm Schnee auf dem kompletten Auto durch die Gegend, wenn es geschneit hat? Wie viele? Unendlich viele. Die müssten sich auch mal da von der Polizei aus hinstellen und die dann direkt rausholen, zack, schwerer Eingriff in den Straßenverkehr oder weiß der Teufel, wie das gewertet wird oder was. Da sagt keiner was, ne? Nö, da kann man mit dem Arm die Scheiße runterwischen. Die fahren doch meistens zu Hause los. Da haben sie zur Not auch noch einen Besenstiel. Da sind 1,5 Meter Besenstiel dran. Da kannst du aus so einer Entfernung, da kannst du von drinnen noch das Auto abfegen, wenn du möchtest. So lange Besenstiele gibt es. Nein,
größten Guckloch reingekratzt in den Schnee und losgefahren. So fahren die doch los. Nicht nur einer. Unendlich viele. Oh, an den Tagen, wo es geschneit hat, jetzt da an dem Wochenende, wie viele sind mir da entgegengekommen? Nicht mal die Seitenscheiben freigemacht. Oh, da kriege ich zu viel. Scheinwerfer zugeschneit. Nicht mal das kriegen sie hin. Und dann bei so einem beschissenen Wetter. So eiern die durch die Gegend. Unverantwortlich. Das ist unverantwortlich. Aber ich komme bald in den Knast, wenn oben auf meinen Containern da die scheiß Schnee- oder Eisplatten drauf sind. Wie soll ich sie denn runterkriegen? Soll ich mir eine Leiter von zu Hause mitbringen? Mein LKW steht 18 Kilometer von zu Hause. Soll ich die in meinen Twingo reinstecken oder was? Da muss ich mir ja einkaufen mit Schiebedach, damit die scheiß Leiter oben 4 Meter rausgucken kann. Mann, ich musste 4 Meter Leiter mitnehmen, um auf diese 4 Meter Höhe zu kommen. Die muss ja noch länger sein, die muss ja überstehen oben. Die muss ja schon 4,20 Meter haben oder so, damit ich da oben drauf komme. Und dann habe ich da eine fette Einschicht drauf, mit dem Hammer knallen oder was. Ich weiß aber auch selber, dass es scheiße ist. Das soll keine Entschuldigung sein. Wenn die scheiß Eisplatten sich auf den Huckeln lösen, vom Wind runtergepustet werden, dann schlagen diese Eisplatten durch Fensterscheiben und töten Menschen. Das ist mir völlig klar. Aber was soll ich denn machen? Ich kann doch nicht in einen runden Raum in der Ecke pissen oder was? Das ist doch scheiße alles. Das Ding entsteht irgendwo im Industriegebiet, am Wochenende schneit's, dann muss ich damit losfahren. Und dann bete ich und gucke in den Spiegel, hoffentlich geht es gut, hoffentlich geht es gut. Bei diesen, wenn das Auto leer ist, bei diesen Plan-LKWs, die haben es ja noch in Anführungszeichen am besten, dann können sie reingehen, hinten reingehen und dann von unten kloppen mit, was weiß ich, mit Besenstiel, wenn die sowas haben, weiß ich nicht. Dann können sie da, oder mit diesen Ladungssicherungsplatten, Stangen, Querbretter oder wie die Dinger heißen, können sie da von unten die Plane, das ist ja wenigstens beweglich, dann kriegst du auch die Eisplatten, in Anführungszeichen, schnell kaputt. Ich rede immer von Eisplatten, ist ja auch meistens auch viel Schnee da drin und so, ne? Und dann kannst du die Plane ein bisschen bewegen, hoch und runter, und dann fällt das meiste, fällt ja auch schon drüber weg, aber auch nicht alles. Da fällt nicht alles drüber weg. Das kannst du gar nicht. Wie willst du das machen? Da kommst du doch gar nicht hoch. Du kannst doch auf einer Plane nicht rumlaufen. Und mit einem Besenstiel, da kriegst du auch keine Eisplatten runter, wenn die festgefroren sind da an der Scheiße. Und ich hier auf meiner Metallbüchse, wenn ich da reingehe, dann kann ich mich mit meinem Echo unterhalten. Das war's. Und dann kann ich da oben gegenklopfen und freue mich über den Beat. Aber das ist es doch alles. Die Eisplatten oben, die tanzen dann den mit dem Beat zusammen einen kaputt, einen rum und lachen sich kaputt darüber. Die sagen sich doch nicht, oh, hier klopft's von unten, ich muss jetzt mal weg. Das interessiert die doch gar nicht. Die bleiben da oben stur liegen. Ich kann also nur von oben drauf. Und dann mit dem Hammer, tick, 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 tick oder was? Oh, ist doch scheiße. Wie soll ich denn das bewerkstelligen? Soll ich mit einer Leiter, eine 4 Meter Leiter an einen LKW binden irgendwo hin oder was? Unten drunter oder wie? Oh, Mann, ist doch alles scheiße. Wie soll ich das hinkriegen? Das ist Kacke. Du sollst im Rundraum in die Ecke pissen. Als LKW-Fahrer bist du mit einem Bein im Grab und mit dem anderen bist du im Knast. So sieht's aus. Kein Wunder, dass das keiner machen will. Strafe kriegst du für alles und so. Ich sag's aber gerne nochmal. Ich bin zufrieden, ich mache das gerne. Aber ich werde ja auch verdammt selten angehalten. Habt ihr schon mal da irgendwie, ich glaube, seit ich die Videos aufzeichne, bin ich, glaube ich, noch nicht angehalten worden, weil das hätte ich euch gezeigt. Das wäre drauf gewesen. Ich glaube es nicht. Also ich wüsste nicht, dass es... Ja, in Polen wurde ich mal angehalten, ganz am Anfang. In Polen wirst du sofort angehalten. Da hast du denn ja auch hier, die Deutschen kommen, schön, da können wir wieder. Da gibt es erstmal Talas. Du bist ja an den Zahlenstellen da auf den Autobahnen, da musst du ja sowieso anhalten. Und dann, ja, schön. Da stehst du dann und dann stehen direkt hinter die Bullen und dann holen sie dich raus. Und die Polizisten, die sind nicht blöd, die können 5 Sprachen oder was, dem machst du nichts vor. Der eine kann die 5 Sprachen, der andere kann die 5 Sprachen, die holen jeden raus. Ja, so ist das. Und dann bezahlst du da auch schön. Ja, kein Problem. Aber wie gesagt, in Deutschland auch, in Frankreich ganz schlimm. Da bezahlst du richtig Asche. Richtig Asche. Jo. Weil die auch, mit denen ist auch gar nicht so Spaß. Die interessiert das nicht, ob du in Deutschland keinen Parkplatz kriegst, weil alles rappelvoll ist. Interessiert die nicht. 3 Minuten über der Zeit, Ticket, wusch. Vielleicht auch schon eine Minute. Mir hat ein Kollege erzählt, da kriegst du jede Minute Strafe aufgepumpt, die du überzogen hast. Hier in Deutschland sagen sie bei 3, 4, 5, 6, 7, 8 Minuten, komm, scheiß Hund was drauf. Ja, dafür finde ich hier und da was. Ja, alles schön und gut. Aber ich mach's gerne, so ist das nicht. Ich bin auch nicht unzufrieden.
Kenne euch, ich sehe die Kommentare jetzt schon wieder von den Nörglern da unten drin. Wenn dich dieser Scheiße so ankotzt, dann fahr doch kein LKW mehr, hast du doch deinen Job selber ausgesucht und. Diese scheiß Labertaschen da unten, den möchte ich auch in die Fresse schlagen für ihre dämliches Gesülze da. Fakt ist aber auch, irgendeiner muss diesen scheiß Job machen. So. Gottverdammten Job. Ja, ist das. Ja. So, ich denke, euch werden jetzt die Ohren bluten. Ihr wisst auf jeden Fall jetzt Bescheid, wie es so abläuft. Ich habe keine Scheiße erzählt, das ist alles die Wahrheit. Und würde sagen, bin gespannt auf die wilden Diskussionen, die hier unten kommen. Und absoluten Rassismus werde ich hier unten rauslöschen. Wisst ihr Bescheid. Sachlich ist in Ordnung, Dünnschiss kommt weg. Und wenn ihr jetzt noch einen Daumen übrig habt, dann setzt den doch bitte hoch. Wer ihn runtersetzen will, der soll ihn sich doch lieber in den Arsch schieben. Tschüss!